Das Kunsthaus ist mehr als nur ein Museum. Es ist ein Haus der Vielfalt. Es ist ein Resonanzraum, in dem Kunstwerke aus allen Epochen miteinander klingen. Hier treten Meisterwerke der Vergangenheit in den Dialog mit Stimmen der Gegenwart. In 2026 wird diese Varietät noch viel stärker spürbar. Erfahren Sie ein kontrastreiches Programm voller unterschiedlicher Energien und Positionen. Das Kunsthaus ist ein Ort, an dem Kunst uns verwandelt, mal leise, mal intensiv, manchmal überraschend. In diesem Jahr erwarten uns große Erzählungen und neue Stimmen. Gary James Marshall zeigt in seiner ersten Schweizer Ausstellung monumentale Gemälde über das Leben und die Geschichte der afroamerikanischen Communities. Seine Bilder sind kraftvoll und voller Farbe und stellen Leiden, aber auch Freude und Hoffnung ins Zentrum. Marisol, eine eigenständige Stimme der Pop-Art, verbindete farbig bemalte Skulpturen mit scharfer Gesellschaftskritik. Eine enigmatische Künstlerin, die lange unterschätzt war und jetzt in einer großen Retrospektive im Kunsthaus wiederentdeckt wird. Maria Lassnig und Edvard Munch begegnen sich erstmals gemeinsam in einer Ausstellung. Beide erforschten zu verschiedenen Zeiten das Innere, Emotionen, aber auch Körperempfindungen und setzten Farbe als Spiegel des Lebens ein. Mit einer Serie von innovativen Wallbildern erinnern wir an die Schweizerin Alice Bailly, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz eigene Ansätze entwickelte in damals experimentelle Kunstströmungen wie Futurismus, Dadaismus und Kubismus. Diese Positionen von Alice Bailly bis Marisol, von Maria Lassnig über Monse Chetwynd bis in die Gegenwart sind ein roter Faden in unserem Programm. Sie zeigen, wie wichtig Künstlerinnen sind, nicht nur für die Geschichte, aber auch für die Zukunft der Kunst. Wilhelm Hammershøi entführt uns in geheimnisvolle, stille Räume. Seine Interieurs sind durchdrungen von gedämpftem Licht und leisen Zwischentönen. Sie erzählen von Einsamkeit und Intimität. Es ist historische Malerei, die auch heute noch tief berührt. Félicien Rops sprengte mit seiner Kunst die Grenzen des guten Geschmacks. Seine radikalen, erotisch aufgeladenen Bilder entlarven Moral und Doppelmoral des 19. Jahrhunderts. Provokant, scharfzüngig und überraschend modern. Unsere Sammlung ist kein abgeschlossenes Gefüge, sondern ein lebendiger Organismus. In der Reihe Recollect schafft Wolfgang Leib mit Blütenstaub, Milch, Reis und Stein stille Räume. Darin integriert er Meisterwerke aus unserer Sammlung, von Fra Angelico über Mondrian bis Rothko. Ein besonderer Höhepunkt wird die Neupräsentation der weltweit einzigartigen Giacometti-Sammlung hier im Chipperfield-Bau. Von frühen surrealistischen Werken bis zu die bekannten schlanken Figuren. Es wird ein wahres Eintauchen in den Kosmos eines der signifikantesten Bildhauers des 20. Jahrhunderts. Auch unsere immersiven Räume und Totalinstallationen begeistern. Bibliosiris Pixelwald Turicum, ein poetischer Garten aus Licht und Farbe, der uns verführt. Und Refik Anadols Glacier Dreams, eine pulsierende Landschaft aus digitalen Bildern, Ton und Geruch, die den Klimawandel tatsächlich spürbar macht. Unter dem Titel Kunst für alle entstehen neue ortsspezifische Kunstwerke, die frei zugänglich sind, hier im Foyer Hefner und im Garten der Kunst. Der amerikanische Künstler Jeffrey Gibson hat hier ein farbengewaltiges Zeichen gesetzt für sowohl Wandel als kulturelle Kontinuität. Und im Garten der Kunst überrascht Monse Chetwynd mit ihrem monumentalen Sardosch-Kopf. Ein Skulpturenraum mit Klettergerüst und Rutschbahn voller Humor, Fantasie und Dada-Geist. Kunst lebt nur im aktiven Austausch zwischen den Werken, den Kunstschaffenden, den Epochen, aber vor allem im Austausch mit Ihnen, Besucherinnen und Besuchern. Wir laden Sie ein, in 2026 neugierig zu sein, mit allem Sinnen Kunst zu erleben und unser Museum als ein Haus zu erfahren, voller großer Erzählungen, spannende Ideen, aber auch leise Töne.